Hallo alle zusammen. In diesem Video soll es um mein Vorbereitungsseminar für Indien gehen. Ich werde mich an dem Plan, den wir gemeinsam erstellt haben, orientieren und so ein bisschen erklären, wie Vorbereitungsseminar abgelaufen ist. In Tag 1 spielten wir jede Menge Kennenlernspiele und klärten, wie wir in den folgenden Seminartagen miteinander umgehen wollten. Ausgeschlafen begann der Sonntag, in welchem der Themenkomplex Organisation Deutschland anstand. Dies war ein Workshop, in welchem wir Organisatorisches, welches noch vor der Ausreise aus Deutschland zu beachten ist, klärten. Wir trafen uns anschließend in unseren Ländergruppen, in meinem Fall der Indiengruppe, worin wir eine Packliste aufstellten und noch wichtige Themen, die in den vorherigen Vorträgen unserer Meinung nach noch nicht genug erklärt wurden. Und am Montag, ja, da kam Helene. Danke dafür. Am Vormittag des Montags beschäftigten wir uns mit dem Thema Kultur. Nachmittags trafen wir uns noch einmal in der Indiengruppe, um unsere Fragen zum Visum zu klären. Der Dienstag begann etwas früher als die anderen Seminartage. An diesem Tag kam eine externe Referentin, welche uns in ihrem Nadima-Workshop über Sensibilität und Rassismusformen aufklärte. Zudem sprachen wir viel über die Macht der Bilder und der Sprache und die damit verbundene Verantwortung, wenn man von etwas berichtet. Am Abend gingen Doro und ich noch auf einen Spaziergang. Am Mittwochvormittag verliefen die Workshops Sexualität, Alltag, Freizeit und Ankommen sowie die Biografiearbeit parallel zueinander. Am Nachmittag sprachen wir über Berichterstattung und beschäftigten uns mit dem Thema Abschied. Am Abend fand die von mir organisierte Passion Night statt. Hier stellten einige Teilnehmer des Seminars ihre persönliche Leidenschaft vor. Am Donnerstag hatten wir wieder einen externen Referenten vor Ort, welcher uns über das Thema Notfallpädagogik aufklärte. Mir persönlich hat dieser Workshop am meisten Spaß gemacht, da ich ihn als informativsten und als interaktivsten empfand. Am Ende dieses Tages folgte ein aus meiner Sicht besonders schöner Abend. Was ist los hier? Ah! Alter Leute, meine Kamera fordert mich zu. Am Freitagvormittag beschäftigten wir uns unter anderem mit dem Thema Kritik am Freiwilligendienst.
Hierbei guckten wir unter anderem einen Film, in welchem uns Menschen vor Ort, welche mit Freiwilligen zusammengearbeitet hatten, ihre Erfahrungen mit diesen erzählten. Im Zuge dessen äußerten sie auch einige Kritikpunkte, über die wir später in Kleingruppen sprachen. Am Freitagnachmittag bekamen wir in dem Workshop Psychologisches Hilfspaket Tipps unter anderem gegen Heimweh. Im Anschluss schrieben wir uns gegenseitig kleine Liebesbriefe. Am letzten Tag hatten wir noch einen Workshop zum Thema Kommunikationsdreieck. Dieser interaktive Workshop zeigte uns spielerisch den Kommunikationsablauf zwischen der Entsendeorganisation, der Aufnahmeorganisation und dem Freiwilligen selbst. Danach gab es letztendlich den schweren Abschied. An dieser Stelle möchte ich sagen, dass ich unfassbar dankbar für dieses Seminar bin. Nicht nur, weil ich viel gelernt habe, sondern vor allem, weil ich so viele besondere Menschen kennenlernen durfte. Ich habe viele Freundschaften geschlossen, von denen ich wirklich sehr hoffe, dass sie sich im Laufe des Freiwilligendienstes halten werden. Ich möchte mich ganz herzlich an allen Teilnehmern des Seminars bedanken, für die schöne Zeit, die ich dort erleben durfte. In the sky, gazing far into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light